Hallo, mein Name ist Imke Rath und ich komme aus Deutschland, einem Land, das auf eine vielfältige Migrationsgeschichte zurückblickt. So haben es während der NS-Zeit viele Jüdinnen, Juden und andere Verfolgte geschafft, oft nur dank der Hilfe engagierter und mutiger Fluchthelferinnen und Fluchthelfer, das Land zu verlassen und somit dem Tod zu entkommen. Heute können wir im Gegenzug andere Menschen in unserem Land aufnehmen und ihnen vorübergehend und dauerhaft eine neue Heimat bieten. Mit einem Blick auf die Migrationskrise, deren Höhepunkt glücklicherweise überwunden ist, aber deren Nachwirkungen immer noch deutlich spürbar sind, stellt sich wahrscheinlich die Relevanz nach einem Unterrichtsmodul mit dem Thema Flucht und Fluchthilfe nicht. Außerdem riskieren immer noch tagtäglich viele Menschen ihr Leben, um Armut, Hunger, Verfolgung und Krieg in ihrer Heimat zu entfliehen. Das Thema Flucht und Fluchthilfe wird in diesem Modul aus einer historischen und einer aktuellen Perspektive beleuchtet. Heutzutage kann man sicherlich die Fluchthelferinnen und Fluchthelfer, die den Jüdinnen und Juden vor dem Nationalsozialismus und seinen Bedrohungen halfen, als Heldinnen und Helden bezeichnen, da man sich allgemein einig ist, dass die Gräueltaten des Hitlerregimes zu verurteilen sind. In Bezug auf die aktuelle Fluchthilfe sieht dies etwas anders aus, da sie sich an eine Vielzahl von Flüchtlingen mit unterschiedlichen Motiven und Motivationen richtet und deutlich komplexere Zusammenhänge in Betracht gezogen werden müssen, damit man sie bewerten kann und auch noch keine historische Perspektive da reinkommt, damit man sie halt einheitlich beurteilen und bewerten kann. Daher nimmt dieses Modul zum Thema Flucht und Fluchthilfe erstmal den historischen Vergleichsfall in den Blick, lässt Flüchtlinge darin eher als Individuen erscheinen, dass die Schülerinnen und Schüler erstmal einen Zugang dazu bekommen. Und in einem weiteren Schritt wird auf die aktuelle Fluchthilfe eingegangen und es wird der Blick etwas geweitet auf die Komplexität des Themas. Im Anschluss und am Ende des Moduls wird der Blick noch mehr geweitet auf die europäische Ebene und es wird aufgezeigt durch eine eigenständige Recherche, die die Schülerinnen und Schüler durchführen, mit welchen unterschiedlichen Fragestellungen verschiedene europäische Länder sich befassen müssen und dass eben das ganze Thema eigentlich nur auf einer internationalen und ganzheitlichen Ebene in Angriff genommen werden kann. Durch das Modul werden Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisiert, Fliehende nicht als eine homogene Menschenmasse, sondern als Individuen mit eigenen Motivationen und eigenen Geschichten wahrzunehmen. Aus einer weitergefassten Perspektive werden sie auf die Herausforderungen und Probleme der einzelnen EU-Mitgliedstaaten aufmerksam gemacht und wie diese mit dem Thema Flucht und Fluchthilfe umgehen.